Dieses Zelt heißt Luna Solo und ist von Six Moon Design aus Oregon. Ich habe die Freude, es jetzt mal vorzustellen und auch auszuprobieren. Es wurde mir hier für den Test zur Verfügung gestellt. Ein Ein-Personen-Zelt, das super leicht ist. Es wiegt 700 Gramm in etwa, das Zelt alleine. Allerdings ohne Heringe und auch ohne Gestänge. Prinzipiell ist es gedacht als Zelt für einen Wanderer. Man sieht hier vorne einen Stab oder man kann auch zusätzlich noch ein extra Gestänge kaufen, also sprich einen Stab. Den muss man dann extra mitführen, genauso die Heringe. Die Idee dabei ist, dass es ein sehr, sehr leichtes Zelt ist, das man leicht aufbauen kann und das auch nicht zu teuer ist. Eine weitere Besonderheit ist, dieses Zelt hat nur eine Schicht, also nur das Außenzelt, man sieht es hier. Und im Eingangsbereich ist einfach hier so ein Meshgitter angenäht. Das geht auch hier drüben hin. Ich habe es einfach hochgebunden, damit man besser reinschauen kann. Das kann man hier mit so einem Gummiband festmachen. Hier mit dem Reißverschluss machen wir es dann zu. Das Ganze soll dicht sein. Ich werde es ausprobieren, wie es dann richtig bei Regen ist. Außen sieht man auch hier im Fußbereich umlaufend dieses Mesh. Das läuft um. Wenn also wirklich Kondenswasser entsteht, dann soll das innen, ich habe extra erkundigt, hier ablaufen. Am Zelt, auf dem Gewebe soll es runterlaufen und durch dieses Mesh nach außen. Also auch das werde ich natürlich ausprobieren. Man sieht hier im Randbereich ein bisschen andere Farbe. Das ist nochmal angenäht. Also hier ist die Naht, wo dieses Mesh innen sich befindet. Und außen ist einfach nochmal so ein Vorzelt, damit es eben nicht reinregnet. Man sieht hier unten ein bisschen eine Folie, die noch rausschaut. Die habe ich jetzt einfach mal von meinem anderen Zelt ausprobiert. Für den ersten Test reicht es völlig, weil die ist ungefähr gleich groß. Dann kann man sich das eben anschauen, ausprobieren und man hat vor allem den großen Vorteil, dass man nicht den Boden beschädigt. Heringe habe ich schon gesagt, braucht man extra. Hier sieht man es, hier sind sie abgespannt. Man braucht insgesamt, schaue ich gerade mal, 6 Stück. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Heringe, damit es sauber steht. Und eben ein Gestänge, sprich einen Stab. Der ist immerhin 1,25 Meter, also hier bei dem Teleskop-Wanderstock kann ich den ja genau einstellen. Das ist schon ganz ordentlich, die Kopfreihe ist wirklich super. Für ein Ein-Personen-Zelt absolut top. Was man beachten muss, man sieht es schon jetzt ein bisschen, es hängt leicht durch. Also wenn es feucht wird, jetzt heute auf Nacht, wird sicher noch mehr durchhängen. Da muss man ein bisschen nachspannen, aber das hat man eigentlich bei jedem Zelt. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das Raumgefühl ist ganz ordentlich. Für ein Ein-Personen-Zelt wirklich super, da habe ich schon deutlich kleinere gesehen. Es könnten, denke ich mal, für einen Notfall hier auch 2 Personen drin schlafen. Also wenn ich die Matte ganz auf die Seite ziehe, geht, dann wird es zwar sehr, sehr kuschelig, aber es ist möglich. Also wirklich eine klasse Sache, wenn man sich überlegt, das Zelt wiegt netto 700 Gramm, sprich ohne Heringe, ohne extra Folie und ohne den Trekkingstock. Aber wenn man eben beim Wandern ist, hat man die Trekkingstöcken dabei. Also ist das Gewicht nicht extra mitzuschleppen. Und für die Folie plus die Heringe habe ich jetzt 300 Gramm. Ich habe eine vernünftige Folie genommen, die auch stabil ist und nicht so schnell irgendwo durchsticht, falls doch mal eine Dorne oder irgendwie spitzer Ast oder irgendwas am Boden ist. Klingt also für mich sehr, sehr vielversprechend, das ganze Zelt. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich es dann in der Praxis schlagen wird. So, das war's mit dem ersten Eindruck zu diesem neuen Zelt Luna Solo von Six Moon Design. Ich bin sehr gespannt drauf, wie sich in der Praxis jetzt bewähren wird. Ich werde es natürlich einige Male einsetzen und dann darüber berichten. Bin eben gespannt und mich interessiert natürlich auch euer Feedback. Wie findet ihr das Zelt? Ist es was Interessantes für euch oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus!